die ist jetzt auch nicht echt, aber... Okay, die ist für dich, okay. Ja, die ist okay. Auch. Ach so, dachtest du, die ist für meine Freundin oder was? The first time on my channel someone... Said the word brigade. I believe it. Es ist 7 Uhr und wir legen los mit dem nächsten Vlog. Wir fliegen nach Amerika. Wir treffen uns jetzt mit Elias in Berlin. Warum hast du Interesse an Uhren? Du hast mir gesagt, du hast ja schon etwas vorher gehabt. Ich habe ein paar Uhren. Ich habe auch eine bei dir geholt. Ja. Aber ich wollte immer so 1, 2 tragen, die nicht so krass teuer sind. Aber irgendwie bin ich dann so ein bisschen mehr in das Thema reingekommen und ich fand es einfach geil, weil das ja nicht einfach immer so, ja okay, wie spät ist es, sondern auch so ein bisschen sammeln und auch so eine Wertanlage ist da super und ich finde es voll cool. So in den letzten Monaten habe ich mir das ein bisschen mehr angeguckt und Also es ist ja echt schwer an Sachen ranzukommen. Also du weißt ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich hatte das in dem letzten Vlog angekündigt und zwar bei deiner Uhr gab es ein paar Probleme. Und zwar habe ich dir ja gesagt, dass sie aus 2015 ist. Ja. Genau. Und tatsächlich hat derjenige, bei dem ich sie gekauft habe, konnte sie da nicht liefern. Das hat mich ultra gestresst. Aber am Ende ist was zum Guten gekommen. Die Uhr ist aus 2017 und hat noch die Originalrechnung, also die Originalrechnung damals vom Konzessionär und das ist eigentlich immer ein schönes Set. Okay. Also die ist jetzt von 2017. Genau. Das ist Ja. eigentlich cooler, oder? Ja, klar. Weißt du, was meine erste Uhr war? Und da habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Meine allererste Uhr war eine Iced Out Datejust, so eine erste teure Uhr, sag ich mal. Viele haben mir davon abgeraten. So weit, du wirst es cool finden, 1, 2 Mal, und dann hast du auch keine Lust, kannst nicht überall mit einem Iced Out rumrennen. Und dann hat sich das auch wirklich so bewahrheitet. So, ich dachte mir, okay, ich kann ja nicht überall mit so einer Iced Out rumrennen. Und da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, was kann man denn so holen? Da fand ich halt so die Patek, oder generell Patek finde ich sehr cool und dann die Nautilus ist halt super. Aber es ist echt schwer zu kriegen, so meiner Meinung nach. Und die finde ich halt super geil. Mit die teuerste Stahluhr, oder? Genau. Was aktuell passiert ist, die 5711 wurde eingestellt, also diese Uhr gibt es ja nicht mehr, sondern es ist die nur noch in Weißgold rausgekommen, die 5811. Die ist auch ein bisschen höher und so. Größer, genau, ist 1 Millimeter größer und normalerweise hätte ich gesagt, gerade bei Patek dieses Stahlmodell, das ist ja Liste schon, das ist ja fast der dreifache Aufschlag, es ist schon sehr risky das Ganze zu kaufen, aber gerade jetzt von letztes Jahr Februar bis jetzt hat sich die Nautilus schon wacker gehalten und was ihr immer tun müsst ist, wenn ihr euch eine Uhr kaufen wollt, am besten online mal schauen, wie viele Stückzahlen angeboten werden. Kannst du mal auspacken? Ich hatte noch nie eine Patek in echt gesehen, ne? Ah, okay. Also die ist jetzt auch nicht echt, aber... Der Zustand ist 1A. Ja, ich finde die schon sehr geil. Ja, weißt du, wenn du die so siehst, dann denkst du dir, okay, das ist jetzt nicht so krass spektakulär. Also auf die Iced Out wirst du mehr Resonanz bekommen, ne? Ja, auch auf so einer Rolex, auf so einer goldenen Rolex oder so, ne? Aber ich finde halt hier, wenn du weißt, was das für eine Uhr ist, dann ist es noch cooler. Also wenn du dich so ein bisschen damit auch auskennst. AP hast du auch eine, hast du gesagt, ne? Ich habe eine AP Royal Oak 41, aber auch Stahl. Welches Ziffernblatt? Schwarz. Schwarzblatt. Ich finde die zu fett. Ich finde die zu dick irgendwie. Baut so hoch auf. Ich habe voll das dünne Handgelenk. Ja. Und dann finde ich, das sieht nicht so cool aus. Ich habe jetzt mir auch deswegen auch eine 36er Day-Date geholt. Day-Date. Day-Date, oder? Hoffe ich. Achso, die ist... Okay, die ist für dich, okay. Ja, die ist okay. Auch... Ach so, dachtest du, die ist für meine Freundin oder was? Ich möchte jetzt nicht also ich finde 36er. Nein, immer. Ich finde 36er cool. Ich habe eine Cartier 36, sieht 100 Mal besser aus an mir als eine 41er oder 40er Uhr. Ja, muss man sagen, also die Größe, ich bin jetzt 1,88 und ich trage auch 36 mm. Also die Größe kommt mehr und mehr, die großen Uhren. Geht so, ne? Es geht ein bisschen zurück. Aber ich finde die sehr, sehr geil. Weil die ist so, nicht so krass protzig, weißt du? Ja. Das finde ich halt so geil. Wie findest du die auch? Absoluter Klassiker und halt das Synonym gewesen, als es gerade mit Instagram und den ganzen Uhren losging. Und 5711 ist einfach Klassiker. Ne? Cool. Das ist so meine... Grey Watch. Ja, also ich finde die schon super geil. Sieht ein bisschen weiblich aus, ich gebe es zu. Aber ich finde, wenn du die vielleicht, wenn man die so cool kombinieren kann, viele werden sagen, Roségold, auch mit weißem Ziffernblatt nicht so, ist Geschmackssache, aber mir muss es sehr gefallen und ich finde die sehr cool. Ist halt von allen Varianten so die cleanste. Ach ja, zur gewohnten Uhrzeit unterwegs. Wir werden jetzt eine kleine Reise vollführen und zwar geht's jetzt tatsächlich nach Amerika. Gestern ist der letzte Vlog online gekommen. Der war ja schon, sagen wir mal, ein bisschen persönlicher und ich habe auch viel mit der Hand gefilmt. Und leicht depressiv. Damit ist jetzt erstmal Schluss. Wir hatten im Januar jetzt sehr viel Bewegung im Markt. Also ich muss sagen, sogar deutlich besser als der Dezember.
Mal gucken, die Preise von den Modellen so Step by Step, sagen wir mal so. Es hat angefangen mit der Batman, dann ging es weiter mit der Hulk, jetzt die Daytona, alle Modelle steigen immer so mit ganz, ganz wenig, so 500 € mehr, 1000er mehr. Also sind zumindest schon mal gute Zeichen. Jetzt sind wir knapp 12 Stunden im Flugzeug. Wir sind mit meiner Frau und der Nika. Dream Team. Ja, eine Woche so lange waren wir auch noch nie weg. Tada! Und da sind wir wieder. After 11 hours. Die Victoria ist im Land. Die Victoria ist angekommen. I am in Hollywood. So, da sind wir angekommen. Hier ist anscheinend unser Apartment. Der Ernst des Lebens, der Druck steigt, Leute. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wie soll das hier alles funktionieren? Wie soll das generell alles funktionieren? Unser Apartment sieht nett aus. Guck mal, Nika, so kannst du uns morgens begrüßen. Hallo! Hallo! 6:15 Uhr, wir sind alle schon so gut wie ready to go. Es ist ein neuer Tag. Und ja, heute gehen wir erstmal zu der Agentur, bei der wir alle Dokumente liegen haben. Und dann gehen wir mal zum Bürgeramt und versuchen, die Social Security Nummer direkt zu beantragen. Nach dem erfolgreichen Termin müssen wir jetzt ein bisschen warten, aber wird alles funktionieren. Und jetzt sind wir hier in Victoria's Place. Victoria macht sich bereit. Drauf, nur Davis. Wir können mal kurz streichen und dann Ja, einfach Gebauer drauf. Mac steht da, aber Aber schon der Anfang. ja, ich glaube, da ist frei. Also hier konnte man noch. Hier könnte man was reinmachen. Einrichten. Ja, hier auch. Können wir noch Victoria reinmachen. Kannst du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Ja? Also wir hatten jetzt gerade noch ein Essen mit einer Fotografin, die uns auch hier sehr geholfen hat. Morgen steht auch wieder einiges an. Morgen haben wir direkt um 12 Uhr Besichtigung für das Büro. Also von daher, es war eigentlich heute ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich habe heute ein riesiges Stagers-Paket gekauft. 41 mm, alle aus 2023. So, wir haben gerade den Livestream beendet. Der erste Livestream aus Amerika. Lief eigentlich ganz gut. Und jetzt sind wir hier, gucken uns ein paar Büroräume an. Wir waren gerade in einem, das war ein bisschen größer, also 3-mal so groß. Aber kostet natürlich auch dann deutlich mehr. Ne? Die einzige Frage ist, ob wir hier alles reinbekommen. Das wird halt ein Chaos, ne? Also ein Zimmer. Aber Aussicht ist dann ganz cool irgendwie, ne? Ja. Und jetzt sind wir hier bei unserem nächsten und letzten Stopp für heute, Rodeo Drive. Aber sonst, wie ist euer Gefühl so hier? Ich will loslegen. Nika will Max, loslegen, okay. Let's go. Also ne, mit dem Geschäft, jetzt nicht hier. Einkaufen. So. Ich will hier bei Frauen Also hier kannst du auch loslegen, ne? Kannst du bitte auflegen? Wir wollen hier loslegen. So, der nächste Tag hat begonnen und ich bin aktuell sehr glücklich, weil die Geschäfte in Deutschland laufen gut. Lustigerweise ist es so, dass in Miami so einer der wichtigsten und größten Watches- und Antik-Shows der Welt sind. Und wir überlegen jetzt, weil wir auch hier gut durchgekommen sind, eventuell umzubuchen und dann da auf die Messe zu fliegen. Der nächste Stopp Venice Beach. Wir werden jetzt ein bisschen die Promenade entlang gehen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen was auf für Salaria. Wonach riecht Salaria? Nach Ocean. Nach? Ocean. Nach dem Ocean, genau. So, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt gerade die beste Instagram-Story aufgenommen, die es gibt, über das Parfum Salaria. Jetzt geht's nach Miami. Mal gucken wir mal, was es da so gibt. Unglaublich, wie viele Omega Reduce Modelle verkaufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und noch eine andere Sache. Ich bin dran an Cartier Pascha Uhren. Wurde ja auch reintroduced von Cartier als Modell. Und wir sind endlich angekommen in einer Wohnung, die nicht mir gehört, sondern Mark Kirsten. Ihr habt ihn schon mal gesehen und er ist im Übrigen auch der Erfinder und Mitgründer von Bad Bee. Und ich muss sagen, dieser Ausblick ist wirklich wunderschön. Wir sind hier im
53. Stock oder 50. Stock. Und guck mal hier, da geht's ganz schön runter. Ich versuche die ganze Zeit abzuschalten, weil auf dem Flug hierher war so viel zu tun und es ist echt schwer, so diese Momente überhaupt zu genießen. Weil das, was wir machen, sieht von außen hin bestimmt sehr erstrebenswert aus. Man sieht, dass wir Deutschland nach LA fliegen, von LA nach Miami und ich bin eigentlich, muss man sagen, gar nicht hier. Also ich habe mir jetzt im Flugzeug aufgefallen, ich bekomme manchmal gar nicht mit, wie die Stühle da sind, ob wir 2 Reihen, 3 Reihen haben. Ich setze mich hin, bin nur am Handy, versuche irgendwelche Sachen zu regeln. Also es ist okay für mich, nur wenn man jetzt von außen denkt, boah, das ist jetzt so Highlife, du bist unterwegs, genießt die Zeit und solche Dinge. Jungs, ich sage euch eine Sache, egal wo man Business macht, natürlich man muss gute Leute haben und so weiter, aber trotzdem, wenn man 100% rausholen möchte, da muss man auch was dazu beitragen. Man kann als Chef oder Inhaber, kann man sich auch zurückziehen und nichts machen. Aber da gibt es auch genug Beispiele, gerade auch aus der Uhrenindustrie, wo das dann einfach auch nichts mehr wird. Ne? Die Zahlen, wenn ich mir so anschaue, Unternehmen sind irgendwie die gibt es seit 6, 7 Jahren und sind unprofitabel oder da gehen Leute pleite im Uhrenbereich. Das kann ich mir gar nicht erklären. Ne? Also da stimmt irgendwas dann nicht. Und darum denke ich mir immer, ich muss immer mit dran wirken und immer 100% geben. Aber das hat dann so einen Nachteil, dass ich zum Beispiel solche Sachen... Am liebsten, ich habe mir gerade die Kamera von zu Hause angeschaut. Wisst ihr, wenn ich zu Hause bin in meinem Büro, ich habe alles im Griff, ich weiß, was überall abgeht. So, da fühle ich mich wohl. Ich muss hier nicht so unterwegs sein, Restaurant, dies, das. Ich möchte eigentlich zu Hause sein, meine Uhren kaufen, verkaufen, meine Videos machen, live gehen. So, das ist so das, was mir eigentlich Spaß macht. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich solche Projekte wie jetzt nicht nach vorne bringen will, weil am Ende ist auch eine Sache klar, sollte ich mal eine Woche zu Hause sein, und das wissen die Mitarbeiter am besten, oder meine Schwester und meine Frau, wenn ich eine Woche zu Hause sitze und ich keine neuen Projekte habe, dann verfalle ich auch in Depression und denke mir, okay, so irgendwas, ne? Was ist denn jetzt los? Ne? Von daher, ja. Das war nur etwas, was ich gerade nochmal teilen wollte mit euch. Von daher, so, der nächste Tag ist angebrochen. Jetzt sind wir hier drin im Convention Center und oh mein Gott, ich glaube, hier gibt es alle Sachen, die ich so gerne haben möchte. Ich glaube, wir werden jetzt... Ich habe wirklich Angst. Wir werden Korea. Ich muss alles gleich verkaufen. Ja. My first question is, what are your favorite watches, let's say in every price range, 3 types? What would you currently say are your favorites? Okay, so how I will break it down like this. Let's talk about the classics. If we're going to talk about the classics, I'm going to talk about Breguet, the godfather of watchmaking. And I'm probably going to go backwards to a time where we're going back into mid-80s to early 90s, which are these older perpetual calendars. On the modern stuff, I think the most undervalued watch in the market today are going to be these two, which is the perpetual calendar equation of time. Most people don't know. But You know, the thing is, I think it's the first time on my channel someone... said the word Breguet. I believe it. Because it's not hype, right? Yeah. So I can show you a Richard Mille, I can show you the Royal Oaks and things like that, and I do love that stuff. Yeah. I tell everybody there's nothing wrong with flexing. If you're into watches for the flex aspect, do it. If you're into horology, do it. But there are levels to flex on the stuff, whether it's horological or it's hype. And of course, my favorite brand, I'm gonna go with AP. Yes, you can flex with the rainbow skeleton frosted or just the regular frosted. For me, it's here. It's the 21st anniversary Royal Oak. So Leute, da sind wir wieder im Apartment. Die Mädels sind nochmal losgezogen, wollten sich noch was anschauen. Mit der wunderschönen Aussicht. Ich muss sagen, wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück bis jetzt. Also die Kontakte, die mir Roman vorgestellt hat, ist unbezahlbar. Also ich kann es kaum erwarten. Immer Tag 1 war ich schon so ein bisschen unsicher, was jetzt hier abgehen wird. Aber jetzt kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich freue mich eigentlich drauf, dass wir endlich hier loslegen können. Wird mit Sicherheit spannend. Die Dimensionen sind halt hier einfach größer. Naja, was ich sagen möchte ist, wie viel die Leute oder wie viel die Unternehmen in Ware haben. Also was für Warenlager dort sind. Und die größten, Khaled in Dubai hat hunderte Millionen in Ware. Aber hier in Amerika gibt es halt auch einige sehr, sehr große, die 200, 300 Millionen Euro in Uhren haben, Warenlager. Ne? Und das ist schon sehr, sehr spannend. Auch ganz andere Businessmodelle. Ne? Es gibt sehr viele, weil die wir heute kennengelernt haben, die machen ausschließlich B2B. Und das ist schon krass. Heute ist die Abreise und wir fahren jetzt nochmal zum Miami Beach. Das Parfum, Miami South Beach. Und dann geht's auch schon in den Flieger. I'm right now here at the Miami Beach and I want to show you one fragrance from the nose behind. The name is Miami South Beach. Wir sind zurück. Es geht mal wieder turbulent weiter. Eine Währung aus Argentinien. Wenn man mit dieser argentinischen Währung einkauft, spart man 40% durch den Umrechnungskurs. Das ist so ein Touristendollar. Und da könnt ihr euch vorstellen, was bei uns im Shop los gewesen ist. Die einzige Frage ist, wir haben mit PayPal telefoniert.
Die haben gesagt, wir können alles rausschicken, ist alles abgesichert, aber ich bin natürlich der Meinung, irgendwer muss dafür bezahlen. Und wenn es nicht der Endkunde ist, dann ist es Argentinien und also irgendwas wird da auf jeden Fall, also einfach so wird das ganze Ding nicht vonstatten gehen. Ich kann keinem empfehlen, das zu machen und ihr solltet sowas auch nicht, weil irgendwer wird dafür bezahlen. Wenn ihr es nicht seid, ist es nicht rechtmäßig. Ich sag mal so, ne, ich freue mich auch wieder hier zu sein. So. Das ist natürlich alles viel größer und von der auch Lebensqualität ist jetzt gerade aktuell eine andere, aber ich sage euch, ich freue mich schon, wenn wir in Amerika loslegen irgendwie. Das ist irgendwie einfach eine neue Aufgabe. Ne? Und das war's mit diesem Vlog. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und es geht weiter direkt mit dem nächsten Vlog, wo wir noch einmal ein Treffen mit Eli haben und wir schießen ein paar Videos. Also bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!